Nach dem Ersten Weltkrieg war Deutschland in einer schweren Krise. Die junge Weimarer Republik wurde von Feinden bedroht, von links und von rechts. 1920 wagten zwei Männer einen Putsch, um die Regierung zu stürzen. General Walter von Lüttwitz und Politiker Wolfgang Kapp. Was war ihr Ziel? Die Rückkehr zu einer autoritären Regierung. Doch ihr Plan scheiterte spektakulär. Doch warum wollten sie putschen? Und warum scheiterte der Staatsstreich? Hallo und willkommen bei Schulwissen to go. Dein Kanal für einfach erklärte Schulthemen schnell, verständlich und auf den Punkt. Heute schauen wir uns den Kapp-Lüttwitz-Putsch, der gescheiterte Staatsstreich an. Falls du das Thema schon immer besser verstehen wolltest, bleib dran. In ein paar Minuten hast du es drauf. Lass ein Like da, wenn dir das Video hilft, und abonniere den Kanal, um keine Erklärungen mehr zu verpassen. Los geht's! Nach dem Ersten Weltkrieg musste Deutschland abrüsten. Der Versailler Vertrag verlangte, das Heer auf 100.000 Mann zu verkleinern. Viele Soldaten, besonders die Freikorps, fühlten sich verraten. Die Weimarer Regierung ordnete im März 1920 an, dass 2 Freikorps-Einheiten, darunter die Brigade Erhard, aufgelöst werden sollten. Doch das wollten sie nicht akzeptieren. General Walter von Lüttwitz, ein Gegner der Republik, forderte den Erhalt der Freikorps. Als die Regierung ablehnte, plante er mit der Unterstützung vom Politiker Wolfgang Kapp einen Staatsstreich, den sogenannten Kapp-Lüttwitz-Putsch. Am Morgen des 13. März 1920 marschierten rund 12.000 Freikorpssoldaten unter der Führung von General Walter von Lüttwitz in Berlin ein. Unterstützt von rechten Militärkreisen wollten sie die demokratisch gewählte Regierung der Weimarer Republik stürzen und eine autoritäre Herrschaft errichten. Die Weimarer Regierung unter Friedrich Ebert floh nach Dresden und später nach Stuttgart. Wolfgang Kapp ernannte sich selbst zum neuen Reichskanzler. Seine erste Amtshandlung war es, die rechtmäßige Weimarer Regierung als abgesetzt zu erklären. Gustav Bauer, der deutsche Reichskanzler von 1919 bis 1920, rief die Reichswehr während des Kapp-Lüttwitz-Putsches im März 1920 um Hilfe. Doch es gab ein Problem. Die Reichswehr war gespalten. Der Chef der Truppen, General Hans von Seeckt, verweigerte den Befehl, gegen die Putschisten vorzugehen. Er sagte den berühmten Satz: Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr. Die Armee griff also nicht ein. Doch sie unterstützte den Putsch auch nicht aktiv. Die Regierung rief die Arbeiter zum Generalstreik auf. Millionen Menschen legten die Arbeit nieder. Keine Züge, keine Zeitungen, keine Post. Das ganze Land stand still. Ohne Verwaltung und Versorgung konnte die Putschregierung nicht regieren. Nach 5 Tagen, am 17. März, floh Wolfgang Kapp aus Berlin nach Schweden. Nach 5 Tagen, am 17. März, floh Wolfgang Kapp aus Berlin nach Schweden. Der Kapp-Putsch vom März 1920 war ein gescheiterter Versuch rechtsgerichteter Militärs und Politiker, die junge Weimarer Republik zu stürzen und eine autoritäre Regierung zu errichten. Sein Scheitern zeigte einerseits die Kraft der Demokratie, da ein massiver Generalstreik der Arbeiter den Putschisten die Grundlage entzog. Andererseits machte der Putsch deutlich, dass die Republik auf unsicheren Füßen stand. Die Reichswehr verweigerte ihre Unterstützung für die demokratische Regierung, was ihre problematische Haltung zur Weimarer Republik offenlegte. Langfristig verschärfte der Putsch die politische Spaltung Deutschlands. Während rechte Gruppen radikalisierten, fühlten sich linke Kräfte wie die Arbeiterbewegung von der Republik verraten, was in weiteren Unruhen mündete. Der Kapp-Putsch war also nicht nur ein gescheiterter Staatsstreich, sondern ein frühes Warnsignal für die Instabilität der Weimarer Republik. Nur wenige Jahre später wurde sie erneut herausgefordert, diesmal von einem anderen Extremisten, Adolf Hitler.